Hallo Leute und herzlich willkommen im Turbine Expo Center auf Microtech zur intergalaktischen Luft- und Raumfahrtausstellung 2953. Wir gehen rein, wir schauen uns die Schiffe vom ersten Tag an. Let's go! So, wir stehen jetzt in der Apex Hall. Hinter mir seht ihr schon die Hersteller, die dieses Jahr zum ersten Tag vertreten sind. Es ist Alien-Tag, es sind Hersteller außerirdischer Herkunft. Wir haben Gattac, Aopoa, Banu und wir haben Esperia heute anwesend. Und schauen wir uns die Schiffe doch mal an. So, wir gehen jetzt auf den Banu Defender zu. Das erste außerirdische Raumschiff, das jemals ein Mensch gesehen hat. Sieht von außen schon sehr schön aus. Ist für einen Piloten, einen Co-Piloten gedacht. Und wir schauen noch einfach mal rein. Eine sehr schöne Treppe führt in den Hauptraum. Wir haben hier einmal rechts und einmal links zwei Betten. Eins für den Piloten und für den Co-Piloten. Hier hinten haben wir dann Zugriff auf die Bauteile des Schiffes oder auf die internen Systeme. Und dann haben wir einmal rechts und einmal links die Pilotenkanzel, wo wir hochgehen können. Da können wir auch mal Platz nehmen im Pilotensessel. Sieht wirklich alles sehr organisch aus bei Banu. Fühlt sich auch sehr schön an. Man sitzt hier sehr bequem. Und ihr seht, die einzelnen Pilotenräume sind auch nochmal extra durch Türen abgetrennt. Die Aufsliden, es ist schon sehr schön gemacht. Das zweite Schiff auf unserer Liste ist die Esperia Glaive, die ein menschlicher Nachbau eines alten Vandul-Kampfschiffes ist, gegen die die Menschen einen erbitterten Krieg über mehrere Jahrzehnte geführt haben. Ist die Frage, können wir uns das von innen anschauen? Ja, können wir. Oha, also man kann hier einmal aufsteigen und dann wird man hier hochgeklappt und liegt dann quasi in dem Schiff und kann von hier aus steuern. Es ist recht gewöhnungsbedürftig, zwackt auch etwas im Genick, aber ist auch an sich ganz spaßig, glaube ich. Und einmal wieder raus. Jetzt sehe ich hier gerade in den Eingang zu Hallen 4 und 5 haben wir eine kleine Ausstellung zum Thema Mining. Was recht interessant ist. Wir sehen hier auf der linken Seite eine Prospector, die gerade einen Stein abbaut. Geradeaus haben wir ein paar Leute, die sich beim Handmining betätigen, mit der Hand etwas abbauen. Und ganz hier hinten die Kollegen, die mit dem Grey Cat Rock in die Mine fahren. Das ist eine nette kleine Ausstellung. Das nächste Schiff auf unserer Liste ist der Esperia Prowler. Das ist ein Dropship, also hiermit eigentlich ein Truppentransporter. Dafür gedacht, Personal zu transportieren und abzusetzen. Wir können mal schauen, ob wir da reinkommen. Ich glaube, der Eingang ist am Heck. Selbst hier sieht man auch die Ausgänge an den Seiten, wo man einfach rausspringen kann. Und betreten wird man das Schiff vom Heck, genau. Wir haben halt sehr spaßige Sitze, also hier kann man sich einspannen lassen. Jawohl. Sichert sich dann mit den Bügeln, die runterklappen sollten, das aber nicht tun.
Sehr gut. Okay. Einmal wieder raus. Und dann steht man eigentlich schon direkt an der Kante und kann hier das Schiff wieder verlassen. Schauen wir weiter nach hinten. Okay, hier haben wir eine Tür, wo wir das Schiff trotzdem nochmal betreten und verlassen können. Hier nochmal einen Sitz. 3 Zusitze hier. Und dieses dann der Pilotensitz. Schauen wir uns das Cockpit mal an. Oh ne, das ist der Co-Pilot. Wo ist der Pilot? Moment. Hier ist noch eine Leiter nach oben. Ah ja, und da befinden wir uns jetzt in der Pilotenkanzel. Richtig. Hier haben wir Zugriff auf die ganzen Komponenten und das ist der Pilotensitz. Ist schon eine sehr interessante Konstruktion, muss man sagen. Tatsächlich auch wenige Anzeigen, oder haben wir keine Power? Ja, wir hatten keine Power. Okay. Durchgehend hier virtuelle Monitore, das heißt, wir haben außen nur Kameras und die übertragen uns quasi ein komplettes Sichtfenster in die Kanzel des Piloten. Sehr interessant. An sich ein interessantes Schiff, aber ein bisschen lauter offene Metallstreben. Ich weiß nicht, ob das dem TÜV so zusagt. Muss man ganz offen aussprechen. Kommen wir zum Star des Abends. Die Gattax Yulin ist das erste Gattax-Schiff, was tatsächlich auch flugfertig eingerichtet ist. Die Frage ist jetzt, wie betritt man dieses komische Ding? Finden wir es gemeinsam heraus. Wo ist hier der Eingang? Ah ja, das sieht aus wie ein Eingang. Da haben wir also schon schwebende Treppen, sehr interessant. Mein Kollege. Gehen wir doch mal rein und schauen, was hier passiert. Okay, interessant. Das scheint eine Notfallkapsel zu sein. Hier haben wir Zugriff auf die Komponenten. Und das ist dann wohl der Fahrstuhl. Okay, wir haben Cockpit, wir haben Cabin und wir haben Airlock. Airlock ist das, wo wir jetzt wahrscheinlich sind? Ja. Also gucken wir uns erstmal die Kabine an. Okay, sehr cool. Hier haben wir die Kabine, das... ja, okay. Das scheint der Schreibtisch zu sein. Man kann sich hier hinten dran setzen. Der Stuhl fährt einfach hoch. Sehr cool auf jeden Fall. Wir haben hier ein kleines Bad. Jawohl. Und das ist dann das Bett. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gemütlich aus. Aber schon alles ein bisschen klaustrophobisch gedrungen auch, muss man sagen. Aber es ist trotzdem sehr funktional. Und dann schauen wir als letztes noch ins Cockpit. Jawohl. Okay, hier haben wir noch ein paar Komponenten. Und ansonsten gibt es hier nicht mehr viel, ne? Nur den Sessel. Und da oben ist dann schon das Cockpit. Mal schauen, wie das funktioniert. Einmal hier hinsitzen und dann... Wow. Damn. Okay. Das ist auf jeden Fall mal ein Erlebnis. Also man liegt hier, wie ihr schon sehen könnt, in Richtung Decke. Das heißt, dieses Schiff wird
senkrecht nach oben starten und wird dann beidrehen und so geradeaus fliegen. Ist mir persönlich ein bisschen zu schwindelerregend, deswegen schaue ich jetzt, dass ich hier wieder rauskomme. Opa. Okay, okay, mir geht's gut. So, mal nix wie raus hier. Also schon ein recht interessantes Schiff, kann man sagen. Die nächsten beiden auf unserer Liste sind der Talon und der Talon Shrike, wobei der Talon Shrike einfach nur eine andere Version vom Talon ist. Da sehen wir gerade den Kollegen, wie er einsteigt. Und dann schließt sich das Ganze. Ja, und dann sitzt er drin. Was man jetzt von außen nicht gesehen hat, ist natürlich beim Shrike, bekannt man hier drüben, beim Talon und beim Talon Shrike. Das gleiche auch wie beim Prowler. Wir haben von außen eine komplett geschlossene Verkleidung, da sind Kameras angebracht. Schauen wir uns das mal an. Und da sieht man dann das komplette Umfeld auf Bildschirmen quasi als Cockpit. Was immer sehr interessant ist. Ganz interessant ist, wenn man hier die Power killt. Macht er gerade nicht, ja. Das können wir uns bei Gelegenheit mal anschauen, wie das aussieht, wenn das Schiff aus ist und man die Power startet. Dann ist das nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Wie ich gesehen habe, der nächste Kollege wartet schon, also gehen wir einfach hier raus. Bevor wir uns der K2AL zuwenden, schauen wir erstmal nochmal in die Halle 2 bis 3, beziehungsweise in den Eingang zur Halle 2.3. Da haben wir noch eine Ausstellung zum Thema Cargo zu sehen. Die schauen wir uns auch noch gleich an. Sehr, sehr interessant. Wir haben hier auf der rechten Seite den MPUV. Das ist sozusagen das Mehrzweckteil, was bisher Cargo befördert. Da haben wir hier den Cargo-Container, das wird also, ich muss mich etwas ducken, das ist sehr klein, vollgeladen mit Cargo bis oben hin. Wir haben hier rechts und links Luken und einen Supportsitz, wo jemand sitzen kann. Ist recht beklemmend, auch dieser Eingang, aber diese Schiffe fliegen nicht weit. Die sind meistens an den Raumhäfen dazu da, um große Schiffe zu entladen und zu beladen. Sehr nützliche kleine Helfer und wir haben hier einmal Modelle von der Hull A, glaube ich, und einmal die Hull C, komplett aufgefaltet mit den Cargo Plates, wo dann später die Fracht dran festgemacht wird. Sehr schön. Und dann haben wir den Mule, den kleinen Transporter. Hier vorne dran kann eine Kiste geklemmt werden. Ich glaube, hinten drin, also an den Seiten kann er kleine Kisten tragen und hinten kann er noch eine große Kiste mit sich führen. Dann dürften das hier die Traktorstrahlen sein, mit denen man Kisten bewegen kann. Wir haben hier ein kleines Aircart, wo kleine Kisten mit transportiert werden können. Wir haben hier die größeren, das sind Rollcarts. Wir haben da einen Gabelstapler und einen kompletten Aufzug für Cargo und verschiedene Arten von Containern. Auch immer recht interessant. Für die verschiedenen Güter, die transportiert werden können. So, jetzt haben wir vor uns die K2AL. Auch ein interessantes Stück Technik. Ziemlich vollgepackt mit beweglichen Teilen. Das ganze Ding transformiert sich auch, wenn man damit fliegt. Fliegt es quasi nicht in diese Richtung, wo diese Nase schaut,
sondern es dreht sich und fliegt dann geradewegs in Richtung Decke. Einsteigen tut man aber quasi auch in dieser Konfiguration. Jetzt ist nur die Frage, ist der Einstieg links oder rechts gewesen? Ich glaube nie. Ja. Naja, mitten durchs Glas, das ist perfekt. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Und genau. Also man sitzt jetzt so und das Schiff transformiert sich quasi um diese Kanzel herum und man fliegt dann so mit Blick nach dort. Aber die Kanzel bleibt gleich und das Schiff transformiert sich um die Kanzel herum nach außen. Jetzt öffnet sich auch die Kanzel beim Aussteigen. Danke. Ganz interessantes Design, kann man sagen. Aus dem Hause Aopoa stammt dieses Schiff. Und dann haben wir hier aus dem Hause Esperia die Wandul Blade. Ebenfalls ein Kampfschiff der Wandul. Vielleicht das Kampfschiff der Wandul, das den menschlichen Streitkräften im Krieg gegen die Wandul am meisten Schaden zugefügt hat. Das ist ein kleiner Kämpfer, aber ist schon ziemlich fies unterwegs. Sehr, sehr wendig, sehr schnell, sehr stark bewaffnet. Auch hier steigt man von unten her auf quasi einen liegenden Sitz, wo man liegt, hochfährt und dann ist man hier im Cockpit. Ein Cockpit, das schon wirklich sehr furchterregend aussieht, muss man sagen. So, und dann machen wir uns auf den Weg in den Keller, um uns noch die Aopoa Nox anzusehen und die Hologramme für die angekündigten Schiffe, die dann in der Zukunft veröffentlicht werden. Und da haben wir auch hier schon die Ausstellung für die Aopoa Nox, wo wir eigentlich viermal dieselbe Nox-Variante nebeneinander ausgestellt haben. Das ist aus dem Hause Aopoa ein Hoverbike, das einfach schwebt. Das können wir uns auch mal ansehen. Genau, da sitzt man dann einfach drin und schwebt vor sich hin. Eine sehr interessante Maschine, sehr schnelle Maschine vor allen Dingen. Kann sich auch im Weltall bewegen. Das ist für kleinere Schiffe interessant, ist aber hauptsächlich gedacht, um schnell über steiniges Gelände quasi drüber zu kommen, es zu überfliegen und nicht Probleme mit den Reifen zu bekommen. Weil das Ding hat keine Reifen. Und da kommen wir jetzt auch schon zur Display Hall, wo die Hologramme für die angekündigten kommenden Schiffe sind. Ja, das sieht so ein bisschen verwandt der K2Al aus, die wir gerade gesehen haben. Das ist die Santok Yai. Sehr gut. Das geht immer. Ist also etwas größer als die K2Al, etwas besser ausgestattet. Dann haben wir hier, lange angekündigt, lang erwartet, den Banu Merchantman. Das ist ein kapitales Schiff, das hauptsächlich für Handel gedacht ist. Also hier sind quasi Läden untergebracht, wo man Handel treiben kann. Wir sehen also im Größenvergleich ein Riesending. Und hier schlussendlich aus dem Hause Gattak das zweite Schiff. Vor dem Sulin angekündigt, nach dem Sulin es in Zukunft geliefert, der Rylan, ein Frachter aus dem Hause Gattak, mit einem sehr interessanten Cargo-Box-Design, in dreieckig.
Das wird also nochmal interessant, wenn dieses Schiff endlich flugfertig ist. So Leute, das war der erste Tag auf dem Showfloor der IAE 2953 unter dem Motto Universe of Possibilities. Wir schauen jetzt noch, ob wir ein paar von den Schiffen mal ausprobieren können. Jetzt ist die Frage, wo ist... Ah, da ist die Hauptstadt. Okay. Dort unter uns liegt New Babbage. Ich bin von Port Tressler ausgestattet. Und in New Babbage ist der Raumhafen. Wollen wir doch mal schauen, ob wir da nicht von hier aus hinkommen, oder? Sind nur 130 Kilometer. Bei einer maximalen Geschwindigkeit von 1172 Metern pro Sekunde. Müsste das fix zu schaffen sein. Ja. So leicht treten wir auch schon in die Atmosphäre ein. Ja. Und da sind wir. Genau, wir fliegen jetzt auf New Babbage zu. Der Starport liegt dort genau unter uns. Wollen wir mal schauen, ob wir da eine Landeerlaubnis bekommen, um das Ding zu landen. Beziehungsweise, so weit werden wir es gar nicht kommen lassen. Wir werden wahrscheinlich mal außerhalb der Commons landen. Und jetzt hört man die Triebwerke schon ziemlich laut. Oh. Bremskraft ist auf jeden Fall da. Und die Commons sind hier außen. Also in der Atmosphäre sind die Triebwerke deutlich zu hören. Im Weltall war es dann doch weniger. Okay, die Gebäude hier außen sind die Commons. Die versuchen uns ein bisschen abseits übers Meer zu platzieren. Sind immer noch recht schnell in Richtung Boden unterwegs und wollen ja nicht unbedingt aufschlagen. Kräfte sind ziemlich heftig. Ich mache mal, verlangsame mal ein bisschen. Okay, und hier sind wir in den Commons. So, die eigentliche Schwierigkeit wird jetzt sein, das Ding zu landen. Schauen wir mal.
sitzen wir. Okay, also, es ist tatsächlich etwas schwierig, dieses Ding zu landen, aber nicht unmöglich. So Leute, das war's für heute, für den ersten Tag der IAE 2953. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer ein Like, ein Abo da, kann man immer gebrauchen. Und ich wünsche euch einen guten Flug. Bis zum nächsten Mal.